Advent, Advent, mein Rechner rennt. Herzlich willkommen zu Tag 10 von Advent of Code. Und ja, heute geht es um Adaptieren. Adaptieren ist was Geiles, oder? Nicht unbedingt, wenn man einen ganzen Bag, wir haben ja ganz viele Bags, aber ein Bag davon war voll mit Adaptern. Und wir müssen jetzt hier die Ausgabe aus unserem Flugzeug in unser Device, also zum Beispiel unser Handy oder unser Laptop oder whatever, reinbringen. Ein Problem ist, die Dinger haben unterschiedliche Joltage. Joltage ist hier das große Problem. Und ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen tricksen. Die Adapter und das Endgerät verkraften nämlich ein kleines bisschen flexiblere Joltages. Und zwar folgendes: Wenn wir uns mal diese Liste hier angucken, haben wir als Start, also unsere Ausgabe aus dem Flugzeug ist quasi 0 Joltage, ja, also quasi eine 0. Und wir dürfen auf 0 Joltage oder 0 Jolts dürfen wir einen Adapter draufpacken, der maximal 1 bis 3 Jolts entfernt liegt. Das heißt, wir dürfen da draufpacken, naja, in unserem Fall nur 1. Also diesen Adapter, der einen Jolt liefert. Auf diesen Adapter wiederum dürfen wir auch wieder was draufpacken, was 1 bis 3 entfernt liegt. Also dürfen wir hier einen Adapter draufpacken, der 4 Jolts entfernt liegt. Und auf diesen Adapter dürfen wir wiederum alles drauf machen, was 1 bis 3 entfernt liegt. Hier können wir jetzt den 5, den 6 und den 7er drauf machen. Macht aber nur Sinn, wenn wir den 5er drauf machen, weil das Ziel ist tatsächlich, alle Adapter aus unserem Rucksack zu benutzen. Und glaubt mir, unser Rucksack ist rammelvoll mit Adaptern. So, unser Gerät an sich hat genau 3 Jolts mehr als der höchst geratete Adapter. Also in diesem Fall wäre der maximale Adapter hier aus der Liste natürlich 19. Das heißt, unser Gerät hat genau plus 3, also 22 Jolts. Das ist hier vorgestellt. Und ja, wir müssen jetzt quasi das Ganze so adaptieren, dass es für uns passt. Und ja, wir sehen hier eine längere Liste. Unsere Liste ist natürlich wahrscheinlich noch sehr viel länger. Und ja, am Ende geht's, also natürlich ist das im Endeffekt bloß eine Sortierung der Liste, welchen Adapter wir wann benutzen, quasi zumindest, nicht ganz, aber fast. Deswegen macht es nicht wirklich Sinn, hier zu sagen, wir müssen einfach nur sortieren und dann ist das quasi unsere Lösung, sondern die Lösung ist, wenn wir die 1 Jolt Unterschiede mit den 3 Jolt-Unterschieden multiplizieren. Das wird unsere Lösung sein. Das heißt, wir müssen eigentlich zählen, wie groß sind die Unterschiede und wie viele von diesen Unterschieden haben wir. Das ist quasi erstmal die erste Lösung von dem ganzen Puzzle. So, wie gesagt, ich habe auch noch nicht damit angefangen, aber offensichtlich ist unser Bag rammelvoll mit Adaptern und wir haben hier auch wirklich mit Starkstrom schon fast zu tun. Nein, okay, haben wir nicht, aber das Flugzeug liefert quasi keinen Strom und naja, wir müssen hier Normalstrom haben. Okay, wir öffnen natürlich wie üblich unsere Datei 10 als Datei F und lesen uns das alles ein. Ich würde jetzt hier tatsächlich vielleicht hergehen und sagen, Lines ist gleich f.read.splitlines. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir sortieren das ganze Ding auch gleich wieder, denn Lines brauchen wir eigentlich nicht. Lines ist für uns ja, erstmal unnötig, weil wir natürlich das Ganze als Zahl haben wollen und wir wollen es am besten gleich schon sortiert haben. Wie gesagt, die Lösung, wie wir die Adapter quasi aufeinander stecken, ist so oder so einfach nur eine sortierte Liste im Endeffekt. Das bedeutet, unser Input, wobei Input ist vielleicht nicht so ach egal, wir nehmen jetzt einfach Input, wir brauchen eh keinen Input. Input ist jetzt nicht so schwer zu berechnen, sage ich jetzt mal. Und zwar sortieren wir jetzt einfach diese ganze Liste. Wir müssen allerdings natürlich hierher gehen und das alles noch in Integer konvertieren. Das heißt, ja, lasst uns das mal hier in eine Liste reinpacken. Und zwar konvertieren wir natürlich alles in Integer für alle i's in unseren Lines. Okay. Genau, und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage hier wieder mal bei der Rätselstellung. Zu diesen Differences, was zählt da alles dazu? Find a chain, okay. Count the voltage differences between the charging outlet, the adapters and your device. So, das hört sich für mich an, als würde der Charging Outlet und das Device noch mitzählen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber lasst uns das vielleicht mal machen. Indem wir hier tatsächlich sagen, wir wollen in unsere Liste noch eine 0 reinpacken, weil das ist, oh ja,
Das ist im Endeffekt unsere Ausgabe oder unsere Eingabe von dem Flugzeug und unsere Ausgabe. Verdammt. Okay, das können wir so nicht machen. Unsere Ausgabe ist gleich Input plus eine Liste aus Max von Input eigentlich. Von Input. So. Das bedeutet, wir haben jetzt hier eigentlich unsere Liste erweitert um 2 Teile. Also quasi, das ist das Flugzeuggerät hier. Das sind die ganzen Adapter, die wir haben. Und das ist das, was unser Gerät braucht. Und ja, jetzt können wir hier die Differences berechnen. Also quasi das ausschreiben, was eigentlich unsere Differences sind. So, die große Preisfrage ist jetzt, wie kriegen wir die Unterschiede raus? Und ich würde das gerne intelligenter machen, als hier wirklich mit einer Vorschleife. Wir könnten das natürlich machen mit einer Vorschleife, das wäre die billige Variante, sage ich jetzt mal. Aber es gab da mal eine Funktion in Collections. Wir importieren jetzt hier mal Collections. Und es gibt hier die Funktion Counter. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die schon jahrelang nicht mehr benutzt, glaube ich. Lasst uns mal ganz kurz hier bitte was machen. Und zwar, ich meine, die macht Folgendes. Wenn wir hier 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3 haben, dann müsste mir das eigentlich was ausgeben, was ich haben möchte. Und zwar nämlich die Unterschiede. Es müsste mir hier eigentlich zählen, wie viel ich von was habe. Das heißt, ja, gut, das ist noch die alte Solution. Immerhin haben wir diesen Fehler heute nicht. Genau, das gibt mir nämlich ein Dictionary aus. Und zwar sagt es mir hier, ich habe 4 Zweier, das sind 4 Stück. Ich habe 3 Nuller. Ich habe 2 Dreier, das ist auch richtig. Und ich habe eine 1. Das ist sogar gleich sortiert. Das ist nett, ist aber eigentlich für uns nicht relevant. Das ist genau das, was ich haben möchte. Das heißt, ich kann hier einfach ich kann mir einfach das ganze Ding hier zählen lassen. Differences. So. Und jetzt müssen wir das Ganze nur so umschreiben, dass wir hier die Unterschiede drin haben in dieser Liste. Okay. Kriegen wir die Unterschiede? Das lagern wir aus in ein separates Command, sonst funktioniert das nicht. Diffs. Okay. Wir brauchen eine Liste mit den Unterschieden. Jetzt haben wir hier im Endeffekt. Der Unterschied ist ja immer, dass der erste Wert A minus dem zweiten Wert B. So, wie kriegen wir jetzt den ersten und den zweiten Wert? Also A ist natürlich einfach vor A in Input. Und B jetzt müssen wir aus der Liste quasi hier 2 machen. Wir müssen im Endeffekt, wenn wir hier 2 Werte rausbekommen, müssen wir ein Tupel haben. Also das ist ja im Endeffekt ein Tupel. Wir packen gerade ein Tupel aus. Das heißt, wir brauchen hier ein Tupel aus Sippen. Das sippen wir jetzt einfach. Aus der Input-Liste. Und der Input-Liste um 1 weiter verschoben. Achtung, wir dürfen nicht nach links verschieben, sonst landen wir out of bounds mit unserem kleineren Wert, sondern wir müssen nach rechts verschieben. Das heißt, Input von. So, und hier splitten wir einfach den ersten weg. Das sollte funktionieren. Lass uns mal ganz kurz hier die Differences ausgeben, bitte. So, das ist, ja, das ist falsch rum. Okay, dann müssen wir B minus A rechnen. B minus A. Das ist dann vielleicht besser. So, okay. Und wenn wir jetzt noch uns oben drüber unseren Input ausgeben, Input, dann sollte das vielleicht richtig aussehen. Okay, also 0 ist unser erster Adapter. Das ist quasi das Flugzeug. Dann 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier eine Difference von 1. Das ist von 0 auf 1. Dann haben wir von 1 auf 2, das ist auch 1. Von 2 auf 3 ist auch 1. Von 3 auf 4 ist auch 1. Von 4 auf 7 ist 3. Von 7 auf 8 ist 1, 8 auf 11 ist 3. Das sieht richtig aus für mich. Und es hat keinen Fehler gegeben. Das ist großartig. Leute, das ist super gut. Das sollte eigentlich schon quasi fast unsere Lösung sein, oder? Ist das schon unsere Lösung hier? Jetzt mache ich hier mal Differences. Also quasi unser Differences Dictionary. Das sollte ich vielleicht noch reinschreiben, dass es ein Dictionary ist. Ich habe 68 Einser, 33 Dreier und ein Nuller. Ich darf Nuller haben. Ich habe keinen einzigen Zweier, ne? Krass. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Was müssen wir denn machen? Was ist denn genau unsere Aufgabe? Wir müssen die Einser mit den Dreiern multiplizieren. Das heißt, wir sagen hier einfach Differences dict. Wisst ihr was? Das können wir direkt hier oben reinmachen.
Difference-Dict von 1 mal Difference-Dict von 3 eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. 2244. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht ganz. Okay, schade. Unsere Antwort ist zu niedrig. Das ist die Antwort von jemand anders. Ja gut, okay, das kann Zufall sein. Es gibt viele Leute, die hier mitmachen. Oder habe ich falsch kopiert hier? Irgendwas. Was mich gerade noch ein bisschen stört, ist dieses Maximum da. Dass das... ja. Muss es nicht plus 3 sein einfach? Das ist ja das Maximum von Input plus 3, oder? Das wäre jetzt schon eine andere Zahl. Das wäre vielleicht schon die nächste Zahl. Das ist einfach 1. Okay, gut. Ich bin einfach blöd gewesen, habe vergessen, da oben plus 3 drauf zu addieren. Das ist sehr gut gewesen. Das war geil. Oh, wow. Okay. Das muss ich mir jetzt erstmal durchlesen. Ich werde euch jetzt währenddem pausieren. Das hattet ihr mal gesagt zu mir, dass ich das vielleicht machen soll. Okay, also die zweite Hälfte des Rätsels besagt im Endeffekt, wir müssen rausfinden, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich haben, um hier wirklich also unsere Adapter irgendwie zu verbinden. Das heißt, in diesem Rätsel, also im zweiten Rätsel, müssen wir gar nicht mal unbedingt alle Adapter verwenden, sondern wir müssen rausfinden, wie viele mögliche Adapterkombinationen wir haben. Das bedeutet, wir können natürlich alle Adapter verwenden, wir dürfen aber auch einzeln weglassen, wie zum Beispiel hier die 18 dürfen wir weglassen, weil von 17 können wir direkt auf 19 springen. Wir können sogar die 19 noch dazu weglassen, weil von 17 können wir direkt auf 20 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Adaptermöglichkeiten sozusagen und wir müssen rausfinden, wie viele Möglichkeiten wir jetzt tatsächlich haben. Okay, das ist natürlich ein kleines bisschen, nun ja, sagen wir mal, eine andere Aufgabe, weil wir nicht mehr alle haben. Ich glaube, alles auszuprobieren könnte ein bisschen ineffizient sein. Aber wir können das durchaus tun. Also wir könnten jetzt natürlich, wie gesagt, alles brute forcen. Das möchte ich aber eigentlich hier nicht. Lasst uns nochmal über das Thema ein bisschen genauer nachdenken. Ich glaube, ich glaube, mir dämmert da was. Sekunde. Okay, lasst mich mal ganz kurz überlegen, ja. Wir haben natürlich mindestens einen Anschluss, den wir brauchen, ganz am Anfang. Logischerweise, denn wir haben hier unseren Start. Dann haben wir, also das ist auf jeden Fall Pflicht. Dann haben wir 1, wir haben 2, wir haben 3, wir haben 4, wir haben 7. Aber wir können hier den ersten rauslassen. Das wäre quasi eine Möglichkeit. Wir können den zweiten rauslassen. Das wären 2 Möglichkeiten. Den dritten brauchen wir auf jeden Fall. Ist aber trotzdem eine dritte Möglichkeit, alle 3 zu benutzen. Also wir können 1, 2, 3 benutzen. Wir können 1 nicht benutzen, 2, 3 benutzen, 2 nicht benutzen, 1 und 3 benutzen. Oder, wie gesagt, direkt von 0 auf 3 springen. Das sind 4 Möglichkeiten. Also kein benutzen, ein benutzen. Oh, Moment, das ist doch 2 hoch dann. Also 4 Möglichkeiten, 2 auf 2. Dann haben wir aber hier nochmal dieselben Möglichkeiten, das Ganze zu benutzen. Und im Endeffekt kann ich das sicher doch irgendwie so... Moment, da gab es doch was, wie hieß das? Das war dynamische Programmierung, glaube ich. Hier irgendwie kann man damit was machen. Vielleicht geht das damit. Okay, wenn wir jetzt hier... Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben hier... Für das erste Dingens haben wir quasi 2 Möglichkeiten. Wir können es benutzen oder wir können es nicht benutzen, weil wir, wie gesagt, das Ding haben. So, das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, weil wir das auf jeden Fall benutzen müssen. Wir haben eine zweite Möglichkeit, weil wir das benutzen können oder nicht benutzen können. Wir haben eine nochmal Möglichkeit. Okay, lasst mich das mal ganz kurz nochmal durchgucken. Und hier haben wir dann keine Möglichkeit mehr. Das heißt, von hier auf hier haben wir wirklich nur die Möglichkeit, das zu benutzen. Das heißt, es ist 1. Also, wenn wir 7 errechnen, dann haben wir... Oh, Moment mal. Wenn wir 6 hätten wir mehr Möglichkeiten, aber mit 7 haben wir einfach nur dieselben, mit 7 haben wir nur genau dieselben Möglichkeiten wie die wir bei 4 haben. Also wenn wir quasi hier bei der 7 ankommen, können wir einfach bloß diese Möglichkeiten von der 4 nehmen. Wenn wir die 4 haben, können wir aber
die von der 1 nehmen, logischerweise, das sind ja genau die, wenn wir die überspringen. Aber wir können auch die Möglichkeit nehmen, die wir bei der 2 haben. Also alle Möglichkeiten, die wir da schon hatten. Und wir können die bei der 3 nehmen. Das heißt, wir haben hier bei der 4 effektiv alle Möglichkeiten aus der 1 plus alle Möglichkeiten aus der 2 plus alle Möglichkeiten aus der 3. Das sind die Möglichkeiten für die 4. Und für die 7 haben wir einfach nur alle Möglichkeiten aus der 4. Für die 8 wiederum haben wir alle Möglichkeiten aus der 7. Und aus der 6 und aus der 5 haben wir aber gar keine Möglichkeiten. Und für die 9 haben wir wiederum alle Möglichkeiten aus der 7 und alle aus der 8. Das sollte so funktionieren. Ich glaube, das heißt tatsächlich Dynamic Programming, weil daher kommt das Konzept. Zum Glück habe ich da erst vor ein paar Tagen wieder reingeguckt. Ich habe nämlich überlegt, was die Algo-Serie noch brauchen könnte. Ui, das war mehr oder weniger lucky jetzt. Sonst hätte ich da wahrscheinlich ewig dran gesessen. So, jetzt ist dann die Frage, wie wir das programmieren. Also wir haben Möglichkeiten. Possibility. Pos. So. Zu schweres Wort. Ich kann kein Englisch heute Morgen. Es ist noch sehr früh bei mir gerade. Es ist 9 Uhr. Weil, Reasons. I don't know. So, jetzt nochmal ganz kurz von vorne. Also wir fangen an mit der 0. Die ist auf jeden Fall eine Zwangsmöglichkeit. Das bedeutet, wir haben nur eine Möglichkeit. Jetzt, wie speichern wir uns den Rest? Die Liste ist ja eigentlich sortiert. Also wir fangen erstmal an mit einer Möglichkeit, weil wir gar keine anderen Möglichkeiten haben. Dann gehen wir hier for i in Input. For i in Input. Für jeden einzelnen Eintrag in Input nee, das funktioniert so nicht. Wir müssen die Liste fortsetzen hier, weil ansonsten, also was ich jetzt gerade, was gerade mein Plan war zu sagen, Possibilities von i, also wirklich von dem, was wir quasi auslesen, wird hinten dran gehängt. Also, Moment mal, wenn wir Possibilities von... Wenn wir das ausrechnen, können wir doch einfach... Also das ist jetzt quasi das, was ich gerade vorgelesen habe. Possibilities von der Stelle davor, von i-1, plus die Possibilities von der Stelle... von der Stelle von 2 davor, i-2, plus die Möglichkeiten, Possibilities von der Stelle 3 davor. Das ist ja quasi das, was ich genau gerade gesagt habe. Also wenn wir hier bei der 4 sind, haben wir alle Möglichkeiten von der 3, von der 2 und von der 1. Das heißt, wir summen die einfach nur ab. Wir summen einfach die 3 Möglichkeiten von davor ab. Das könnte man jetzt noch ein bisschen eleganter schreiben, also indem wir hier zum Beispiel sum von i-3 bis i-1 beziehungsweise i schreiben. Sollte uns eigentlich dasselbe geben hier. Aber gut, im Endeffekt ist das genau das, was wir hier gerade reingeschrieben haben. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, weil wir nicht alle Einträge hier haben. Wir füllen einfach hier die Liste mit Nullen auf. Wir sagen hier 0 und zwar vor Bodenstrich in Lines. Nee, Moment. Nee, wir haben ja nicht jeden Eintrag hier drin. Wir haben ja... Nee. Dürfen wir nicht machen, weil wir ansonsten nur genauso eine lange Liste haben, wie hier Lines oder Input ist. Sorry, nicht Lines. Lines haben wir schon verarbeitet. Wie wir hier bei Input haben. Das Problem ist natürlich, unser Input enthält nicht alles. Unser Input hat 101 Zeilen, aber keine 147 Zeilen. Wir brauchen hier aber wirklich für jeden einzelnen Input eine Zeile. Das heißt, wir machen hier wie viele wollen wir denn haben? Input von len von Input -1. Was eigentlich Input von -1 ist, kann man eigentlich weglassen. So, dann haben wir hier die Anzahl an... Also dann haben wir wirklich für jede einzelne Zahl, also in unserem Fall hätten wir hier jetzt bis 52. Wir hätten 52 Einträge, alle gefüllt mit Nullen, nur der erste hat eine 1. So, das ist gut. Das
weil wir dann sagen können, wir summieren einfach alles auf. Und wenn wir den Eintrag nicht überschrieben haben, also dadurch, dass unsere Liste ja sortiert ist, gehen wir einfach von unten nach oben durch. Und wenn unser Eintrag hier nicht überschrieben wurde, dann ist es halt einfach immer noch 0, weil wir keine weiteren Möglichkeiten haben. Sprich, es kommen keine neuen Möglichkeiten dazu. Ansonsten haben wir hier aber eine Möglichkeit, und zwar das Ding zu benutzen oder es nicht zu benutzen. Das heißt, wenn wir hier quasi von 1 direkt auf 2, von 0 direkt auf 2 gehen, haben wir eine Möglichkeit, nämlich die 0. Also die 0 zu benutzen, also quasi dieses Kabel von 0 oder diesen Adapter direkt von 0 auf 2 zu gehen. Wenn wir jetzt aber noch eine 1 dabei haben, dann sagt die auch, ja, wir haben aber auch die Möglichkeit von 0 auf 1 zu gehen. Und das heißt, wir haben jetzt 0 plus 1, also das, was bei 0 drin steht, also 1 steht ja bei 0 drin, weil das ist unser initiales Ding hier, das ist das, was ich hier gerade markiert habe, plus die Möglichkeit direkt hier, also die Möglichkeit quasi von 0 auf 1 zu gehen, das ist eine Möglichkeit, das ist das 1 plus, ne? Und dann haben wir aber noch die Möglichkeit, wenn wir bei 2 sind, ja, wir können von 0, also i minus 2, plus die Möglichkeit direkt 1 weiter vorne zu gehen, also i minus 1. Und ich glaube, müsste das schon direkt unsere Lösung sein? Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt unsere Lösung ist. Wir geben jetzt hier einfach mal Possibilities aus. Ich will das mal ganz kurz vergleichen. Oh, ja, das funktioniert so nicht. Doch, das müsste eigentlich so, was zur Hölle ist passiert. Sekunde, lass uns mal ganz kurz hier auch noch den Input ausgeben, damit ich hier auch ein bisschen nachdenken kann, während wir das Ganze hier lösen. Okay, was ist hier gerade passiert? Wir geben hier Input von minus 1 Nullen dazu, aber warum ist dann unsere Possibilities sollten nicht 0 sein? Habe ich 0 in meinem Input? Klar, natürlich habe ich 0 in meinem Input drin. Ja, das heißt, ich darf nicht bei ganz vorne anfangen, sondern ich muss quasi von 1 bis Ende durchlaufen. Ja, okay, jetzt. So, das heißt, wir sind hier bei, also wir haben 0, wir haben 1, wir haben, das ist unser Input, ne? Wir haben 0, 1, 2, 3. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit direkt bei Input. Fürs erste müssen wir aber auch eine Möglichkeit haben. Hä, was ist hier denn passiert? Oder? Moment, was ist passiert? Wir haben eine 0, wir haben 1, wir haben 2, wir haben 3. Das müssten eigentlich schon hier 7 Möglichkeiten sein, oder? Oder sowas. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Wir schreiben das hier nochmal um. Vielleicht habe ich mich hier irgendwie vertan. Die Possibilities von i minus 1 plus die Possibilities von i minus 2 plus die Possibilities von i minus 3, was uns am Anfang 1 ergeben sollte für unseren Input 1, theoretisch zumindest. Ja, jetzt sieht es besser aus. Genau, 4 Möglichkeiten. Ups. Genau, also wenn wir quasi von 0 auf 1 gehen, haben wir eine Möglichkeit. Wir können nur direkt dahin laufen. Wenn wir von 0 auf 2 gehen, haben wir jetzt schon 2 Möglichkeiten. Wir können entweder von 0 auf 1 gehen oder von 0 auf 2. Das sind 2 Möglichkeiten. Wenn wir von 0 auf 3 gehen, haben wir 4 Möglichkeiten, weil wir können entweder von 0, das ist der hier, von 0 direkt auf 3 gehen. Wir können aber von 1 auf 3 gehen, also quasi davor von 0 auf 1 gehen und dann auf 3. Oder wir gehen von 0 auf 2, dafür haben wir 2 Möglichkeiten und gehen dann auf 3. Und diese 2 Möglichkeiten haben wir schon berechnet. Das ist genau das, was ich meinte. Mega. Okay. So, und wenn wir auf 4 gehen wollen, nee, Moment, doch, 4 haben wir auch noch, ja, okay, wenn wir auf 4 gehen wollen, haben wir alle Möglichkeiten, um auf 3 zu gehen, 4, alle Möglichkeiten auf 2 zu gehen, 2, und alle Möglichkeiten auf 1 zu gehen, weil wir von 1 auf 4 springen können, auf 2 auf 4 springen können, von 3 auf 4 springen können. Und dann haben wir also offensichtlich 7 Möglichkeiten. Die 0 müssen wir jetzt hier allerdings nicht mehr reinzählen, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen von 0 direkt auf 4 springen, ja, aber das geht nicht. Das dürfen wir nicht, weil wir dann eine zu große Joltage haben. So, dann haben wir hier 7, wir haben 8. Das bedeutet, beim Eintrag 5 und beim Eintrag 6 tragen wir gar nichts ein, weil wir 0 Möglichkeiten haben, diesen Weg zu gehen, weil wir den Adapter für 5 und für 6 nicht haben. Für 7 wiederum haben wir die Möglichkeit, auf 7 zu kommen und, naja, da kommen wir nur von der 4, das heißt, wir haben genau gleich viele Möglichkeiten. Für die 8 haben wir wiederum die Möglichkeit, für die 8 haben wir natürlich nur die Möglichkeit hinzukommen von der 7, weil wir, wie gesagt, von 5 oder 6 nicht kommen können. Also haben wir nur die Möglichkeit, von 7 zu kommen. Hier nochmal 2 Nullen. Ja, das sieht gut aus. Und unsere Lösung müsste dann eigentlich, oh Gott, ganz hinten sein.
Das heißt, wir geben hier mal von -1 aus. Das sollte eigentlich unsere Lösung für Part 2 sein. Und das sind insane viele Möglichkeiten. Ich glaube, irgendwo im Text gelesen zu haben, dass er hier irgendwo sagt, eine Trillion Possibilities. More than a trillion valid ways. Sekunde, das muss ich jetzt überprüfen. So, also sind 1000, dann haben wir hier Millionen, Billionen, ich glaube, dann kommen schon Trillion. Also ja, tatsächlich sind es mehr als eine Trillion Wege, zumindest im Englischen. Im Deutschen wären es dann Billiarden? Nee, Billionen wären es, oder? Egal, schreibt mir das mal gerne. Ich bin da gerade verwirrt. Boah, das war... Okay, wir haben es tatsächlich hinbekommen. Das ist krass. Das ist richtig gut. Jetzt fühle ich mich richtig, richtig gut. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Habe, wie gesagt, vor ein paar Tagen in Richtung Dynamic Programming ein bisschen recherchiert. Es ist mega gut, dass wir jetzt da auch eine direkte Übung dafür haben. Ja, super cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich weiß nicht, wer von euch diese Kopfnuss wirklich so gelöst hat. Eure alternativen Lösungen dürft ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Auch wenn sie einfach nur gebrute-forced sind, würde ich auch gerne mal sehen. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.